Skifahren im größten Skigebiet Kanadas, Skifahren in Whistler Blackcomb. In diesem Video zeigen wir euch das Skigebiet, fahren mit der höchsten Seilbahn der Welt, zeigen euch die längste Skipiste im Gebiet und nehmen euch am Ende mit ins Dorf und verraten, für wen sich das Ganze lohnt. Also nichts wie auf in diesen Skitag. What a journey, what a ride! Lange habe ich auf diesen Moment gewartet, dass ich mit euch gemeinsam dieses Skigebiet hier erkunden darf. Jetzt gerade haben wir die Tickets hier in Whistler geholt und stehen jetzt an einem zentralen Punkt hier, nämlich dem großen Platz im Whistler Village, einem von zwei Orten. Und ihr seht auch zwei Bahnen, die hier hinaufführen. Auf der einen Seite hier hinauf sehen wir die Excalibur-Gondel auf den einen Berg, nämlich Blackcomb Mountain. Und auf der anderen Seite hier raus geht es hinauf auf den Whistler Mountain. Zwei Berge, die dann noch verbunden werden mit einer großen Gondelbahn, nämlich der Peak-to-Peak-Gondola, die wir in diesem Video auch fahren werden und die wir da drüben im Wald schon leicht erspähen können. Diese Gondel hat die höchste Höhe, die man sich nur vorstellen kann. Über 400 Meter über dem Abgrund schwebt sie zwischen diesen beiden Bergen her. All das werden wir in diesem Video sehen. Jetzt geht es erstmal rauf zum Skifahren und zwar mit der Excalibur-Gondel zum Blackcomb. Kommt mit! Auf geht's! Okay, dann geht's auf. Die ersten Kurven in Whistler. Haha! So ein leichter Nebel, der hier raufkommt, das macht's mystisch. Die ersten Abfahrten des Tages und ihr seht schon, wir haben richtigen Frühjahres-Skilauf, wie man ihn so kennt. Morgens sind die Pisten angefroren, über den Tag wird es dann weicher. Wir sind jetzt hier gerade Ende März zum Drehen in Whistler und hier unten seht ihr den Ort nochmal sehr schön im Überblick. Ihr seht auch diese ja fast schlossartigen Häuser und Komplexe. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir werden am Ende dieses Videos auch mal durch den Ort schlendern und euch das Ganze genauer zeigen. Jetzt geht es runter über die Cruiser-Piste zur zweiten Gondel, die euch auf den Blackcomb Mountain hinaufbringt, nämlich mit der Blackcomb Gondola. Und dort oben wollen wir mal die Preise für einen Kaffee und Espresso checken. Basti und ich hatten heute Morgen noch keinen. Das heißt, das schauen wir uns an. Kommt mit! Schaut euch mal die Häuser an, die hier im Wald versteckt sind. Richtig stark. Americano ohne den Season Pass kostet 5,50 kanadische Dollar, 4 Euro. Ja, also in Nordamerika ist alles groß und deswegen ein Spartipp für euch. Ein Americano hätte ganz sicher gereicht. Das sind auch keine normalen Tassen, wie wir sie kennen, oder? Was ist das, ein halber Liter Kaffee, oder? Danach geht einem richtig der Stift. Das war richtig gut, tolle Stärkung und jetzt checken wir mal das Gebiet hier in Blackcomb aus und fahren mal Richtung Blackcomb Glacier. Kommt mit! Traumhaft, die Sonne ist draußen, so muss es sein. Einstieg, Glacier Express. Ja, und hier am Blackcomb eröffnet sich ein richtig abwechslungsreiches Gelände. Ihr seht hier sogar gerade einen kleinen Wasserfall, Felsen, Bäume,
Tree Runs. Dabei sind vor allen Dingen Buckel am Programm. Wie häufig in Nordamerika ist es ja so, dass steile, schwarze Abfahrten vor allen Dingen dadurch geprägt sind, dass sie bucklig sind und anspruchsvoll. Das heißt, schwarz markiertes Gebiet hier ist wirklich für die Könner unter euch. Da kann man sich gut herausfordern. Und hier sehen wir zum Beispiel gerade eine solche Buckelpiste. Hier drüben durch den Wald schlängelt sich eine weitere. Hier kann man sich ordentlich austoben. Hier oben sind wir jetzt in wirklich hochalpiner Atmosphäre unterwegs. Keine Bäume mehr, schroffe Berge. Ihr seht hier auch, es ähnelt so ein klein wenig an Zermatt. Denn dieser Schlepplift hier hinauf, das ist der höchste Lift im Skigebiet. So ist es auch in Zermatt. Und dort oben sind wir aber auf 2400 und ein paar gequetschten Höhenmetern. Wenn dieser Lift aufhat, dann könnt ihr tatsächlich auch noch auf die andere Seite des Berges zum Blackcomb Glacier. Und da bieten sich noch mal einige Bowls, einige schwarze Abfahrten, die ihr befahren könnt. Wir möchten aber zu dem Aussichtspunkt da oben am 7. Himmel, nämlich dem Seventh Heaven Express. Und da geht es jetzt hier runter. Kommt mit! Whistler verwöhnt uns mit tollem Wetter. Die Abwechslung zwischen Wolken und Sonne, die mag ich. Sieht einfach toll aus. Da drüben raus seht ihr jetzt noch mal den anderen Berg, Whistler Mountain. Da werden wir gleich auch noch Skifahren. Super vielseitig hier. Alles zu erleben. Und wo wir gerade von Himmel sprachen, sind wir jetzt irgendwie mittendrin. Die Atmosphäre der Wolken, die gerade hier reinziehen, ist besonders an diesem Panoramapunkt hier. Wir können rausblicken, da drüben standen wir gerade eben am Sessellift. Hier raus der höchste Punkt des Skigebiets. Leider bleibt uns die Gegenseite Richtung Whistler Mountain zum aktuellen Zeitpunkt verwehrt. Wir werden aber jetzt gleich hinfahren. Doch vorher verschaffen wir uns mal einen Überblick zum Skigebiet. Also auf zu einer Übersichtstafel und da gibt es die Fakten. Und hier an den großen Pistenplänen haben wir die Möglichkeit, euch einen super Überblick zum größten Skigebiet Kanadas, Whistler Blackcomb, zu verschaffen. Wie heute Morgen schon gesehen, gibt es zwei Teilbereiche. Auf der einen Seite Whistler Mountain, auf der anderen Blackcomb Mountain, wo wir gerade stehen. Und in Summe bieten sich in diesen Teilbereichen 200 Pistenkilometer mit 26 Liftanlagen und das auf einer Höhenlage von 675 Metern im Tal bis 2284 Metern am Berg. Und damit habt ihr eine Höhendifferenz von 1600 Metern Abfahrt, die ihr auch zum Beispiel auf einer sehr langen Skipiste, nämlich der Peak-to-Creek-Abfahrt, 7 Meilen lang befahren könnt. Das werden wir in diesem Video auch noch machen. Und wie wir es auf unserer Skireise durch Nordamerika jetzt immer erlebt haben, sind es nicht unbedingt die Pistenkilometer, die zählen, sondern das große Areal an Möglichkeiten. Hier in Whistler Blackcomb bieten sich euch 3306 Hektar an Skimöglichkeiten, verschiedene Bowls, Tree Runs, Pisten und ihr habt die Möglichkeit, aus 2 Orten ins Skigebiet zu starten. Das ist einmal Whistler Village, wo wir heute Morgen gestartet sind, und auf der anderen Seite Creekside. Und viele haben uns auf unserer Reise durch Nordamerika jetzt gefragt, wie geht das Ganze in der Organisation? Wie kann man es möglichst leicht halten? Welche Skigebiete lohnen sich? Und da habe ich einen Tipp für euch. Denn es stellt sich bei den vielen Möglichkeiten zum Skifahren in Nordamerika ja schnell die Frage, welche Skigebiete und welche Regionen genau für euch und euer Können gut geeignet sind. Und dabei kommen die Expertinnen und Experten von Canusa ins Spiel. Sie sind in Deutschland der größte Spezialreiseanbieter für Reisen nach Kanada und die USA, wie der Name Canusa schon sagt. Und die Expertinnen und Experten wissen dabei um die USPs und Vorteile der verschiedenen Regionen und Skigebiete, wie zum Beispiel auch Whistler.
Bei Canusa könnt ihr dann eine komplette Individualreise, Skisafaris zusammenstellen. Ihr habt die Möglichkeit, über diesen einen Anbieter die Flüge, Hotels, alles was ihr hier zum Skifahren braucht, also Skipässe, das Equipment etc. zu buchen. Dabei wird euch dann eine maßgeschneiderte Reise zur Verfügung gestellt, egal ob Mietwagen, Wohnmobil, Busreise, den Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Und das Beste daran ist, ihr könnt euch ein kostenloses Angebot für eure Reise mit den Expertinnen und Experten von Canusa zusammenstellen. Alles Weitere dazu findet ihr mit dem ersten Link unten in der Beschreibung. Und weil einige von euch per Instagram und per E-Mail bei mir nachgefragt haben, hier ein kleiner Einschub. Ich konnte einen Rabattcode für euch aushandeln bei Canusa. 200 € Rabatt bei eurer Buchung mit dem Code SKI200. Den einfach ins Anmerkungsfeld bei eurer Reisebuchung hinzuschreiben. Vielleicht auch meinen Namen mit dazu packen, damit sie wissen, woher ihr kommt. Und dann könnt ihr eure Reise 200 € vergünstigt starten. Und jetzt geht es für uns auch auf eine nächste Reise, und zwar mit dieser Gondelbahn da, Peak to Peak, eine der besondersten Gondelbahnen der Welt, denn die Höhe, in der sie in der Mitte hochhängt, ist über 400 Meter. Das wollen wir uns genauer anschauen. Auf geht's in Richtung Whistler Mountain. Jetzt fahren wir also in dem guten Stück. 4 Kilometer Länge, 7,5 Meter pro Sekunde bewegen wir uns hier. Wir machen gar nicht viele Höhenmeter, also von der Station drüben zu da sind es nur 36 Meter, die wir bergauf fahren. Das Wesentliche ist aber, wir wechseln den Berg, und das da unten ist eben der besondere Punkt. 430 Meter schweben wir über dem Boden in dieser Gondelbahn, und hier kann man durch eine kleine Luke das Ganze dann auch sehen. Also hier ist ein Glasfenster im Boden eingelassen, und da werden wir gleich 436 Meter über dem Boden schweben. Das ist auf jeden Fall nichts für Menschen mit Höhenangst. Wenn ihr den Wechsel nicht mit dieser Gondel machen möchtet, könnt ihr das auch unten übers Whistler Village machen. Was für eine unglaubliche Gondelfahrt. Jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen, Whistler Mountain. Und wenn man hier so steht, dann ist es für uns jedenfalls das allererste Mal, dass wir uns fühlen wie in den größeren europäischen Skigebieten. Ihr seht hier ein großes Restaurant, große Stationen, hier einen großen Platz. Das ähnelt dann schon Ischgl und Sölden sehr stark. Hier gibt es auch im Gebiet mehr planierte, präparierte Pisten, als wir es in den anderen Gebieten in Nordamerika erlebt haben. Apropos präparierte Piste, jetzt wollen wir mal schauen, wie eben die längste Abfahrt hier im Gebiet ist. Peak to Creek, und unten in Creekside gibt es dann was zu essen. Auf geht's! Whistler, we are talking! Das macht schon richtig Spaß, da durch zu jibben jetzt bei dem weichen Schnee. Und einen Teil dieser langen Abfahrt sind wir jetzt gerade aus Versehen schon gefahren. Jetzt geht es noch einmal komplett hoch und dann hier noch mal runter in einem Zug. Hoch mit uns! Icy conditions, that's what we want right here. Oh ja, boah, die Felsen hier. Bis die Oberschenkel drüben, ja, dann machen wir weiter. Auf der langen Abfahrt hier ein kleines, entspannteres Stück geradeaus. Der Schnee ist jetzt natürlich zum Ende der Saison hier unten richtig weich. Viele Buckel mit drin, braune Stellen. Ja, aber trotzdem ziehen wir es gerade in einem Stück durch. Das geht richtig gut in die Oberschenkel und auch in den unteren Rücken. Traum! Creekside, here we go! Angekommen im anderen Ortsteil, beziehungsweise im zweiten Ort, in dem ihr schlafen könnt, nämlich in Creekside. Hier seht ihr auch viele Möglichkeiten einzukehren. Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, kurz vor 3.
Auf schnell würde es gehen, aber wir wollen lieber entspannt einkehren. Das heißt, wir nehmen jetzt direkt wieder die Gondel hoch, suchen uns oben oder in Whistler was Feines zu essen, nehmen euch in diesem Video gleich natürlich noch mit nach Whistler ins Dorf, blenden euch aber gerade gern mal von ein paar Spaziergängen, die wir hier in Creekside machen, ein paar Aufnahmen ein. Da kriegt ihr einen kleinen Eindruck von diesem Ort. Eines ist ganz klar, dieser Ort ist ruhiger als Whistler Village. In Whistler geht's ab, da ist richtig Après-Ski und Musik und natürlich auch die ganzen Geschäfte. Hier ist es ein bisschen ruhiger, man liegt ein bisschen abseits. Hoch mit uns, auf zum Essen und dann später durch Whistler. Und ihr merkt schon, hier geht die Post ab. Hier ist Après-Ski auf jeden Fall gelebt in Whistler. Das ist sicherlich das Gebiet in Nordamerika, was für uns jetzt am meisten Après-Ski geboten hat. Ihr seht schon viele Bars, Restaurants. In einigen Reiseführern wird das so beschrieben, ein quirliges Nachtleben, ein quirliges Leben hier in Whistler Village. Und das ist auch geprägt von dieser langen autofreien Fußgängerzone, durch die wir hier gehen. Geprägt von Bars, Restaurants, sehr hochwertigen Restaurants, muss man auch ganz klar erwähnen. Und auch von Shopping. Also für all diejenigen, die einen Ort suchen, wo man sich auch am Tag mal gut rumtreiben kann, die sind hier in Whistler Village auf jeden Fall gut aufgehoben. Für wen lohnt sich Whistler? Zunächst einmal habt ihr es im Video gesehen, ein sehr umfassendes, großes Skigebiet und für Nordamerika auf jeden Fall eines der Skigebiete, was auch viele präparierte Pisten bietet. Das heißt, auch Einsteiger und Fortgeschrittene kommen hier auf ihre Kosten und die Könner können sich dann in verschiedenen Bowls, schlussendlich dann sogar auch beim Heli-Skiing hier in Whistler austoben. Was auch ganz besonders ist, ist natürlich der Ort mit den vielen besonderen Gebäuden und das macht natürlich eine ganz andere Skikultur aus. Schlussendlich eben auch der Eindruck, einfach mal in Kanada und Nordamerika Skifahren zu gehen. Das ist was ganz Besonderes und da muss man sich eben die Frage stellen, welches der Gebiete da genau für einen selbst geeignet ist. An dieser Stelle also nochmal den Hinweis auf unseren Partner Canusa, wenn ihr eure eigene Reiseplanung angehen wollt. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass euch der Überblick zum Skigebiet Whistler gefallen hat. Natürlich konnten wir damit nicht alles abdecken. Zum Beispiel hatten wir ja keinen Tiefschnee und konnten damit nicht die verschiedenen Tiefschneeoptionen checken. Wenn ihr schon mal hier wart, weitere Tipps habt zu Unterkünften, zu Restaurants, Bars etc., packt das sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten gibt es jetzt hier das nächste Video verlinkt, vielleicht das Stöckli-Gewinnspiel, was aktuell noch läuft, oder ein weiteres aus Nordamerika, Bastis Kanal, der tatkräftig mitgeholfen hat. Danke Basti, der ist hier oben verlinkt und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Danke an euch und schönen Tag.